Parsival. Zur Nachtzeit war's. Frau Herzeleide lag im Schlummer, unter dem Herzen trug sie ein Kind, den Sohn des lebenslustigen Herrn Gamoret. Dieser war, wie so schon oft, auf Fahrt durch die weite Welt, um ritterliche Tugend zu üben. Dem Kalifen von Bagdad im heidnischen Mohrenland leistete er jetzt Dienste, und dorthin gelockt hatte ihn süße Erinnerung an die schwarze Prinzessin Belakan von Sasamek, die Gamoret sehr geliebt hatte. Durch einen glänzenden Turniersieg hatte Gamoret einst Königin Herzeleide und ihre Länder Valais und Norgal gewonnen, denn dem hatte sich das Mädchen versprochen, der als erster aus dem ritterlichen Kampfspielen um ihre Hand hervorging. Als dann später Gamorets Bruder starb, war ihm auch die Grafschaft Anjou zugefallen. Nun aber befand er sich fern in fremdem Land und verlangte nicht zurück. In Sorge hatte Gamoret sein Weib zurückgelassen und ihr angeraten, sich zu pflegen und zu schonen, damit das zu erwartende Büblein einst groß und stark würde und in allem ein tüchtiger Rittersmann. In dieser Nacht aber brach in die wohlbehütete Behaglichkeit der Kemenate, in der Frau Herzeleide lag, die böse Wirklichkeit ein. Unruhig warf sich Herzeleide auf ihrem Lager hin und her zwischen Träumen und Wachen. Plötzlich aber sah sie, wie sich ihr Schlafgemach von Fackelschein erhellte. Unruhig flackerte gelbbraunes Licht an den Wänden. Das verhieß nichts Gutes. Sie hörte die schlürfenden Schritte von Männern, die mit harter Last schon einen weiten Weg zurückgelegt haben mussten. Bis mitten in ihr Gemach hinein drang sie vor. Daneben huschten die eilfertigen Schritte des aufgestörten Gesindes. Da bezwang Herzeleide den Schlaf, gewaltsam riss sie die dunklen Augen auf. Fackeln blendeten sie, verschwommen nur und schlaftrunken hielt sie es für einen Traum, was doch lieblose, harte Wirklichkeit war. Gamorets Leiche wurde von Männern mit schwarzen Kapuzen in ihr Schlafgemach getragen. Da schrie sie so markerschütternd auf und weinte so bitterlich, dass selbst die rauen Leichenträger sich voller Trauer abwandten und schweigend den Raum verließen. Sie stürzte sich über den Toten, beteuerte seine Güte und Liebe und verklagte das gewünschte Los des ritterlichen Kampfes. Nur mit wenig Fassung ertrug sie den Bericht vom Tode König Gamorets, der im fernen Land der aufgehenden Sonne von Feinden hinterlistig gefällt worden war. Ohnmächtig sank Herzeleide auf ihr Lager zurück. Doch wie der Tod zu ihr in die Kemenate gekommen war, so pochte auch das Leben an ihre Tür. Gar bald gebar sie einen Sohn, dem sie den Namen Parsival gab. Unter Weinen und Lachen herzte sie das vaterlose Knäblein, und sie schwur sich, das Neugeborene allen Gefahren des ritterlichen Lebens zu entziehen, denen sein Vater zum Opfer gefallen war. Darum sollte er nie etwas von Rittertum, von Kampf und auch nicht vom Leben der Menschen erfahren. Sie verließ Burg und Hof, ja selbst ihr Land, und zog in die Einsamkeit. Sie glaubte, nur so, abseits von allem ritterlichen Getriebe, jeden Gedanken an Kampf und Krieg von ihrem Knaben fernhalten zu können. In den Wald von Soltan floh sie. Dort, wo sie eine Höhle bewohnte, war nichts vom menschlichen Treiben zu spüren. Abgeschlossen und ungestört lebte die Mutter allein, der Liebe zu ihrem Söhnchen. Es wäre ihr wohl lieber gewesen, wenn ihr statt seiner ein Mädchen geschenkt worden wäre, aber sie liebte den Knaben nicht minder, und die Rehe und Hirsche sahen ihr freundlich zu, wenn sie ihn an ihrer Brust nährte. Der Bub wuchs heran, ohne dass er etwas von Männern, von Rüstung und Schwert, vom höfischen Spiel wusste, obwohl bei den Menschen damals das Rittertum in höchster Blüte stand. Peinlich vermied seine Mutter sogar, von seinem Vater und seiner Abstammung zu reden. Als ahnungsloser Tor ohne Namen wuchs er in das weite Leben hinein. Trotzdem konnte Mutter Herzeleid es nicht verhindern, dass der Knabe sich aus glatten Ästen kleine Bolzen und Pfeile schnitt, dass er die flachen Kiesel auf der Spiegelfläche des nahen Waldsees plätschernd aufschlagen ließ und nach den Vögeln Steine warf. Kreideweiß im anmutig geformten Gesicht kam Parsival eines Tages zur Mutter gelaufen. In den Händen hielt er ein blutendes Vöglein.
So scharf hatte er gezielt und getroffen, dass der grau gesprenkelte Sänger mit geknicktem Gefieder vom Baum gestürzt war. Da überfielen Mitleid und Schuldgefühl den mutwilligen Jäger, und er verspürte voller Schmerz, was nicht mehr gut zu machen war. Hörte er doch sonst der Vögel Gesang so gerne, die ihn muntere Freunde im einsamen Spiel waren. Herzeleid aber saß im weichen Moos, gelehnt an den Stamm einer mächtigen Tanne und dachte nach über das Los des Menschen, wie doch Lieben und Zerstören widersprüchlich verschlungen schon in einem unbescholtenen Menschenkind heranwüchsen. Als sie jedoch merkte, dass die Vögel im Wald ihren lichten und wohlgestalteten Jungen das Fernweh lehrten und Verlockendes von der Welt erzählten, da beschloss sie, alles, was der Flügel hat, einzufangen und zu töten. Denn Parzival hatte wohl gemerkt, dass seine gefiederten Gespielinnen kaum kamen und gingen, sich für einen Sommer niederließen und wieder fortzogen. Da wurde der Knabe traurig und verlangte ihnen nach, fort aus dem Wald. Als aber Herzeleide begann, die Vögel des Waldes zu verjagen und die Säumigen unter ihnen zu töten, kam Parzival gelaufen und fragte enttäuscht die Mutter: »Alle Vöglein sind tot. Warum müssen die Vöglein sterben? Die lieben, die guten Vöglein?« Da erschrak Herzeleide über ihr Unrecht und den wachen Sinn des Knaben, der nun nicht müde wurde, immer neue Fragen zu stellen. Und sie lehrte ihn Böses und Gutes zu unterscheiden, erzählte ihm, wie der liebe Gott sei und was alles draußen vor der Höhle vor sich gehe, wenn die Sonne am Morgen die Blumen wach küsst, wenn der Regen den durstigen Waldboden säugt und die Nacht sich schirmend über die Schlafenden neigt. Dennoch blieb er ein Tor, da die Mutter ihm alles vorenthielt, was auf das Leben hinwies, und alles vermied, was ihn ritterlich hätte denken lassen. So wuchs der Knabe heran, unter den Händen seiner zart und innig liebenden Mutter, doch wie ein junges Tier, ohne Wissen und Verstand. Eines Tages aber kamen 2 Ritter des Weges, die sich im Walde verirrt hatten, und weil Parzival nie Menschen gesehen hatte, so erschienen ihm die beiden in ihren Harnischen und mit ihren Schwertern wie der leibhaftige Gott sei bei uns. Das muß der Teufel sein, dachte er sich. Weil er jedoch gar nicht wusste, was Angst ist, wagte er sich, einfältig wie er war, aus seinem Versteck. Nun, da er näher herangetreten war, fielen ihm die blinkenden Waffen und die bunten Helmbüsche so gut, dass er meinte, es könne doch wohl nicht der Teufel sein, der da vor ihm stehe, sondern der liebe Gott. Und mit den Worten, die er so oft bei der Mutter gehört hatte, sprach er: »Himmlischer Vater, hilf mir in meiner Not«, und wandte sich an den Geharnischten, kniete nieder und faltete die Hände. »Dumrian, dummer kleiner Tor«, rief der ältere der beiden Ritter, »wir sind doch nicht der liebe Gott, Ritter sind wir. Komm einmal zu mir her, sag deinen Namen und berichte, was du hier treibst.« Da ging Parzival auf die Ritter zu, aber er gab keine Antwort. Viel hätte er wohl auch nicht zu sagen gewusst, sondern er war ganz vertieft in den Anblick der silbernen, schimmernden Ringe des Kettenpanzers. »Was ist das?« fragte der Knirps und deutete auf den Helm. »Und was ist das?« und zeigte auf den Speer. So ging es fort. Alles wollte er wissen, vor allem aber, wer eine so schöne Rüstung verschenke, wie man ein solcher Ritter werden könne und was Ritterschaft sei. Die teilt König Artus den tapferen Männern zu. An seinem Hof kannst du alles erlernen, was du brauchst, um ein Ritter zu werden. So antwortete der jüngere der beiden Fremden und lachte. Langsam streifte er dabei mit den Sporen die Weichen seines Fuchses, auf dem er mit Würde saß. Die Pferde setzten sich leicht in Trab. Da lief Parzival nebenher, hängte sich an den Sattel und bettelte: »Dort möchte ich hin«, rief er, »und nehmt mich mit.« Fast wäre er über die Wurzeln einer alten Tanne gestürzt, so sehr haftete sein Blick mit Bewunderung an den glänzenden Helden. Die aber jagten ihn zurück. »Hast du denn keinen Vater und keine Mutter? Die werden weinen, wenn du so mir nichts, dir nichts einfach fortläufst.« So blieb der Junge zurück. Er schaute den hinter einer Lichtung im Wald verschwindenden Rittern nach und war sehr traurig. Seinen Sinnen aber hatte sich eine farbige Welt aufgetan, die er kennenlernen wollte um jeden Preis.
Weit fort zogen ihn seine Gedanken, und während er sich zögernden Schrittes heimwandte, lockte ihn das Leben mit unbekannten Freuden. In dem von Blumen überwachsenen, traulich von der Sonne beschienenen Höhlenhaus wartete Herzeleide bereits auf den Ausreißer. Sie zog den ungestümen Sohn an sich und küsste sein Haar, Speis und Trank hatte sie zubereitet. Und Friede kehrte bei den Sorgenden ein, wie immer, wenn Gamorés Sohn wohlbehalten heimgekehrt war. Diesmal aber wollte es ihr das Herz brechen, denn als Parzival ihr von den Rittern erzählte, wusste sie, dass all ihr Bemühen vergeblich geblieben war. Nach so vielen sorgenvollen Jahren blieb ihr nun nichts anderes, als eingestehen zu müssen, dass man einen jungen Vogel nicht am Fliegen hindern konnte. »Ein Ritter will ich werden, zu König Artus will ich gehen und kämpfen und siegen in der Schlacht«, so sagte er zur Mutter und erzählte ihr von den beiden Rittern. Herzeleide verstummte, und wenn ihre Hände auch den Knaben beruhigend streichelten, so blutete doch ihr Herz und Tränen benetzten die von Sonne und Waldluft gebräunten Wangen. Nur eine einzige List wusste sie noch. In Narrenkleidern würde sie ihn hinausschicken, und wenn alle Welt über ihn lachte und ihn verspottete, dann käme er wohl heim, um sich in ihren Schoß zu bergen. Einen Kuckuck nähte sie ihm darum auf die Narrenkappe, und das leinene Wams versah sie mit einem vielfarbigen Flicken. Raues Kalbfell wickelte sie ihm um die Füße, und dann setzte sie den närrisch aufgeputzten auf einen armseligen Klepper, dessen Beine wie Stelzen so hoch waren, dessen Rippen fast durch das struppige Fell stachen und dessen Ohren so lang waren wie die eines Esels. So schickte sie ihren Sohn auf die Reise. Sie tat es aber nicht, ohne ihn mit viel Liebe belehrt zu haben, und während ihre Tränen unausgesetzt flossen, hielt sie den Abtrünnigen an, ein ehrenhafter Mann zu werden. »Auf wegelosen Straßen treib dich nicht umher und überquere den Fluss dort, wo dir die Kiesel auf dem Grund entgegenschimmern, nicht aber dort, wo das Grundlose im schwarzen Dunst lauert. Dem weisen Alter aber gehorche und nimm dich der Schutzlosen an. Grüße stets alle, die dir begegnen, und edlen Frauen gegenüber sei hilfreich und liebenswürdig. Kannst du von einer fürstlichen Frau Gruß und Ring erlangen, so ergreife zu. Wohin du auch gehst, vergiss deine Mutter nicht, die du hier einsam zurücklässt, die sich um dich sorgt, die dir ersparen wollte, was du jetzt suchst, Not und Elend, Kampf und Tod.« So nahm Herzeleid Abschied von ihrem Sohn, dem es gar nicht schnell genug ging, frei und hoffnungsfroh in die Welt hinauszuwandern. An seiner Seite blieb sie noch bis zum Ufer des nahen Waldsees, dort bei der Lichtung, wo auch die Ritter im Wald verschwunden waren. Hier bestieg Parzival sein seltsames Ross. Er neigte sich herab und küsste seine Mutter zum letzten Male. Dann ließ er sie alleine zurück. Herzeleide schauerte zusammen, als sie die Flecken seines Gewandes hinter den Stämmen verschwinden sah. Wie angewurzelt stand sie da, die Einsamkeit ließ sie erstarren. Denn wohin sie sich auch wandte, alles erschien ihr leer. Unbekümmert wanderte ihr Bube dahin, auf munteren Lippen ein Lied, das sie ihn gelehrt. Da sank sie nieder ins Gras, und das fürsorgliche Mutterherz brach über dem Abschiedsschmerz.